dazu in diesem Video. Bleiben Sie dran. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Ja, wir haben Frühschicht gehabt. Wir sind um ca. 5 Uhr morgens losgefahren zu Hause und jetzt haben wir 8:44 Uhr und wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo in den Plains und es geht nach Amarillo. Nach Amarillo. Palo Duro Canyon steht an, oder? Und noch so ein paar Highlights. Ja, genau. Wir wollten immer schon mal diesen Lighthouse Trail gehen, irgendwie diesen zweitgrößten Canyon der USA besuchen. Darum haben wir uns auf unser Pferd geschwungen und sind auf dem Weg in den Panhandle nach Amarillo hoch. Und wir sind gerade durch ein sehr heftiges Gewitter gekommen. Das ist ganz unentspannt, ne? Weil, also wenn es in Texas gewittert, dann geht die Welt unter, oder? Genau, das hängen wir euch direkt mal hin. Also jetzt hier dran, direkt. Ja, ganz direkt hängen wir euch Ganz das direkt. Und ihr seid dabei, wenn wir euch mitnehmen. Wir sind 2 Tage da, 2 Nächte, ne? 2 Nächte, ganz Das heißt, genau. irgendwie Freitag sind wir losgefahren in aller Frühe. Ich habe den Job mal saugen lassen und Samstag sind wir, also morgen im Palo Duro Canyon und Sonntag gucken wir uns noch ein paar Sachen an und fahren dann wieder zurück. Also viel Spaß bei unserem Roadtrip hier. Ladies and Gentlemen, wir sind circa 30-40 Meilen vor Lubbock und rechts und links, die Tina ist gerade gefilmt, seht ihr die ganze Zeit diese Ölpumpen. Das ist so Stereotyp Texas, ne? Und soll ich euch was sagen? Es riecht so stark nach Wahnsinn. Öl. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Nee, es ist echt wirklich so, als ob du an der Tankstelle bist und dir so eine Ölflasche holst und in den Motor gießt. Ne? Ja. Genauso, das ist extrem. Es riecht nach Öl. Kann auch sein, dass mein Wagen brennt, ne? Aber ich glaube, das sind die Pumpen. Ich glaube auch, dass die Pumpen das sind. So Leute, wir sind im Hotel angekommen in Amarillo und ich muss sagen, das ist das abgedrehteste Hotel, wo ich jemals war. Ich mache gleich mit euch nochmal einen Rundgang hier. Die Tina kommt natürlich mit. Ja, wie lange haben wir gebraucht? Wir sind um 5 Uhr morgens losgefahren und jetzt ist 1:20 Uhr. Gut, wir haben ein paar Pinkelpausen gemacht, na klar, aber es ist schon eine Strecke, ne? Und es ist jetzt auch nicht so super aufregend zu fahren, weil es einfach auch landschaftlich, ich sag mal, nicht herausfordernd ist, ne? Das heißt, du hast die ganze Zeit eine monotone Landschaft, wo du durchgurkst und das macht dann schon ein bisschen müde, ne? Aber eigentlich kann man sehr stressfrei hier fahren, ihr wisst das ja. Das ist ja nicht wie in Deutschland, wo gedrängelt wird und gerast wird. Hier ist mehr gemütlich, darum ist das sehr angenehm. Ja, gleich spielt die USA und wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Fernseher bekommen. Meine Tochter will sich noch ein bisschen ausruhen. Und dann geht's los zur Cadillac Ranch und abends dinieren wir im Big Texan und das ist bestimmt ein bekanntes Restaurant für euch. Da gibt's immer diese Steak Challenge, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Aber vorher gibt's noch mal einen Rundgang hier in diesem Hotel. Das ist hier Indoor Pool, ne? Mitten in der Lobby und noch mehr so Verrücktheiten, wie zum Beispiel, es gibt hier keine Treppen und Aufzüge, sondern Rutschen. Klar gibt's Treppen und Aufzüge, aber das Highlight sind die Rutschen und ein paar andere abgedrehte Sachen. Kommt mal mit. Ja, und wenn ihr euch fragt, wo die Tina ist, die Tina organisiert uns ein anderes Zimmer, denn die haben uns ein falsches Zimmer gegeben, denn wir sind zu dritt, meine Tochter ist auch dabei. Keine Angst, die kommt nicht mit aufs Video, da wird sie für sorgen. Aber wir haben nur ein Zweibettzimmer gehabt und darum gibt es jetzt noch mal kurz ein Change. Wir haben es geschafft, die Tochter, die macht noch einen kurzen Mittagsschlaf und wir haben uns überlegt, wir gehen mal ein bisschen durchs Hotel. Ich filme jetzt nicht das ganze Hotel, weil das mache ich noch mal in Ruhe. Das heißt nicht wundern, wenn wir uns umgezogen haben, aber wir starten mit der Arcade Hall hier. Ja, das ist total witzig. Hier könnt ihr nämlich die kurzen loswerden, wenn ihr mal eine Runde entspannen wollt. Ich weiß nicht. Ja, also das Hotel, muss ich vorwärts sagen, das ist, wie heißt das? Cactus Cove Inn. Cactus Cove Inn, das ist in Amarillo, mittendrin. Und das ist einfach abgedreht, weil es gibt hier Arcade Hall und einen Swimmingpool, Indoor hier in der Lobby und ganz viele Spiele und sowas. Und ja, das habe ich noch nie gesehen so. Wir gucken mal weiter. Man darf in keinem guten Hotel fehlen, natürlich der Giftshop. Giftshop. Ist das ein Giftshop? Wenn du mich suchst, ich bin hier. Die haben so süße Sachen, wirklich total toll. Gefällt mir. No, it's for the fishes. It's for the fishes.
So, es gab gerade ein paar Verwirrungen, weil es gab Leute, die glauben, das wäre Kaugummi. Aber das ist gar kein Kaugummi. Das ist Futter für... Für die Fische. Hier, schau mal, das ist Koi-Feed. Und dann gehen wir jetzt mit die Kois füttern. Macht ja Sinn bei Koi-Feed. Weißt du, in dem Hotel hier, das ist so geil, da sind so die kleinen Details. Die haben hier mitten in der Lobby hier so ein Putting Green, ne? Putting Green? Ja, ihr wisst schon, was zum Einlochen. So, hier ist, ja, was ist das, Kinoabend oder? Ja, genau. Ich glaube, hier ist Kinoabend aufgebaut. Hier sind so ein paar Stühle, eine Leinwand ist da vorne. Musst du mal hier zeigen. Komm mal mit. Ja. Da sind die Stühle und komm mal weiter mit. Komm. Da ist die Leinwand. Ich habe ja gedacht, die zeigen Fußball hier, aber Pustekuchen. Nee, Kein Fußball. Kein Fußball. Hey, müssen wir doch in die Bar gehen. Aber guck mal, was sie hier haben. Giant Cornhole. Ja, das ist auch geil, das haben wir auch, aber in kleiner. Das gehört dazu. In Texas ist es irgendwie Cornhole, oder? Jetzt schreiben wieder alle, ja, aber das ist nicht nur in Texas. Na, weiß ich, aber wir machen ja Texas-Content hier. Das sind echte Kisten. Ich dachte ja wirklich, das wären solche Körnerkissen. Sind sie nicht, das sind ganz Normale stinknormale Kissen. Ja. Wenn ihr euch fragt, warum ich übrigens eine Brille auf habe, ne? Weil ich gerade Auto gefahren bin und habe vergessen, die abzuziehen. Also ignoriert das einfach, aber ich sehe euch auf einmal viel besser. Er sieht so toll aus mit Brille. Er sieht so toll aus. Vor allen Dingen sehe ich dann auch was mit Brille. Ja, gehen wir weiter hier. Ich glaube, hier kommen so Hüpfburgen werden hier aufgebaut, genau. oder? Da steht Bounce Zone. Von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends gibt es hier Hüpfburgen für die Kinder. Komm, sag mal ehrlich, das ist doch ein cooles Hotel, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt nicht High Class hier, aber Es ist fun. Es ist ja auch das verrückteste Hotel in ganz Texas. Das verrückteste Hotel in ganz Texas, in Amarillo hier. Hier gibt es die Waffelbar und das ist für Frühstück, glaube ich, ne? Ja, glaube ich auch. Hier ist Frühstücksbuffet. Hier gibt es dann die hier ist Kaffee, Säfte, was dazugehört. Morning Yaw. Weiter geht's. Weiter geht's. Rechts oder links? Ist egal, da lang. So, hier ist die morgen, ich mache dich Frischtheke, keine Ahnung, wir werden es morgen testen. Ich nehme euch morgen, wahrscheinlich schaffen wir es gar nicht, ne? Nee, ich schaffe glaube ich. Wir sind morgen nämlich im Palo Duro Canyon, das ist hier ein State Park, sehr geil. Das ist der zweitgrößte Canyon nach dem Grand Canyon. Und da haben wir uns ein Einlassticket geholt und das ist um 6 Uhr, 7 Uhr? 7 Uhr bis 9 Uhr dürfen wir rein, also reinfahren. Das ist halt so. Aber guck mal, jetzt mal ehrlich, ne, das ist ja, ihr seht schon hinten das Glitzer, Da ne? müssen wir rein. Das ist einfach auch ein Pool hier. Ist leider abgeschlossen, Ist leider abgeschlossen. weil da ist Schlüssel. Aber guck mal hier. Warte, ich drehe mal um, ja? Wir starten unsere Reise hier in Amarillo mit der Cadillac Ranch. Und wer die Cadillac Ranch noch nicht kennt, der hat was mit uns gemeinsam. Denn wir kennen die nur aus den Videos. Und warte, da hinten, da stehen jetzt so ein paar Cadillacs in die Erde reingewühlt. Und die kann man ansprühen. Und das ist hier Touri-Highlight. Ja, wir gehen mal rein, ne? Ja. Ist ein bisschen windig. Ich glaube nicht, dass man uns gut versteht, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich habe keine Mikrofone mit. Wir kaufen uns natürlich eine Sprühdose, denn das ist ja das ganze Highlight. Ne? Die eingebuddelten Cadillacs, die kann man besprühen. Und ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr drauf sprühen würdet. Very much. 7,50 $ die Sprühdose und meine Tochter, die ist ja mit, die will nicht ins Bild. Aber die hat entschieden, es ist pink. Wir haben uns eine pinke Sprühdose gekauft und werden jetzt die Cadillacs hier mit den Achtermeyers verewigen. So, was sprühen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben hier dieses farbschöne Krylon Color Max Paint and Primer Mambo Pink. Mambo Pink für 7,50 $. Was sprühen wir? Ja, was wohl? Germany, Weltmeister 2026. Oh, Jimmy. Es ist auch gar nicht touristisch hier. Ne? Ihr fragt ja immer, oh, das ist mir zu touristisch. Ne? Aber das ist das Geile. Ne? Das muss touristisch sein.
Cadillac Ranch. Die ist total idyllisch gelegen übrigens, hier direkt an der Autobahn. Aber wenn ihr, das ist wie so ein TUI-Prospekt früher, ne? Wenn ihr so TUI-Prospekte früher geguckt habt, dann hat man das ja auch immer so fotografiert, dass das total geil ist. Ne? So. Und dann bist du da vor Ort gewesen und denkst so, ach du Scheiße, war das ein guter Fotograf. Ne? Das ist hier genauso. Ne? Also das sieht auf den Fotos immer so aus, als wäre das total bombastisch. Aber es macht Spaß, nicht falsch verstehen, ne? Aber es ist jetzt auch kein Tagesausflug. Wir haben uns nochmal entschieden, die alte historische Route 66 hier abzulaufen. Und ja, es ist in Amarillo, ist ein kleines District. Also wenn ihr mal hier seid, ne, dann gebt nicht bei Google Maps hallo, dann gebt nicht bei Google Maps Route 66 ein, dann kommt ihr zwar in das Historic District, aber das führt euch ins City Center. Das heißt, ihr müsst hier die Southwest 6th Street eingeben und dann seid ihr hier im Historic District. Und wir gehen mal rum. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt auch nichts Tolles, ne? Aber es ist schon ein bisschen historisch, oder? Ja, Route 66, yay! Hier in Amarillo gibt es natürlich auch Murals. Das zum Beispiel ist Beate Krämer. Beate Krämer war früher in Amarillo die erste Deutsche, die die Haare offen getragen hat. Und die hat man hier quasi an die Wand geworfen. Beate Krämer, googelt das. Und wer den Amerikanern gesagt hat, man packt in Weizenbier eine Orange, ne? Könnt ihr mir den mal weiterleiten? Den würde ich gern verprügeln. Das ist einfach, da habe ich so ein Bedürfnis für. Weißt du, so Weizenbier und dann packen die da schön. Ja, was soll ich machen? Also, das ist die Route 66 im Historic District hier in Amarillo. Und es ist ganz nett. Es sind ein paar Bars und ein paar Geschäftchen hier, ne? Aber auch das, ne, ist kein Tagesausflug. Aber um mal das historische Feeling zu haben, das ist ganz gut. Ich glaube, hier fahren auch ganz viele Motorradfahrer. Einfach nur mal rauf und runter, weil die unbedingt mal auf der Route 66 in Texas fahren wollen. Das, nur so kann ich mir das übrigens erklären. Nächster Stopp hier in Amarillo ist der Big Texan. Das ist richtig, habt ihr bestimmt schon ganz oft in YouTube-Videos gesehen. Hier gibt es eine große Challenge und zwar ein 72 Unzen Steak. 72 Unzen Steaks. Ich mach das. Du machst das. Das sind 2,5 Kilo Steak. Die Tina macht das mit Ja. Beilagen und Ofenkartoffeln. Im Leben nicht. Und wisst ihr warum nicht? Weil du einen Shrimp-Cocktail essen musst. Ja. Ich mag keine Shrimp-Cocktail. Genau, das Fleisch wäre kein Problem für Nein, die Tina. das wäre auch kein Nein. Problem. Aber der Shrimp-Cocktail, der ist... Ja, der ist das Problem. Also das ganze Ding kostet irgendwie so $70. Wenn du das aber allerdings schaffst in 60 Minuten, dann ist das kostenlos. Wir machen das nicht, ne? Aber wir gehen mit rein und filmen mal, wie das da drin so ist, damit ihr das nicht machen müsst. Wir sind im Big Texan und hatten auch sofort einen Tisch. Es gab die Gerüchte, dass man immer erst so Wartezeit hat, aber ist gar nicht so. Wir kamen direkt durch. Jetzt sind wir mal sagen, jetzt sind wir auch sehr früh dran. Leider macht gerade keiner die Challenge, aber wenn einer die Challenge macht, dann schwenke ich die Kamera. So, ja, ich genieße jetzt das Abendessen und ich werde natürlich das Essen filmen. Ihr wollt ja wissen, was kostet und was ist das, ne? Also, bleiben Sie dran. So, Ladies and Gentlemen, ich habe mal den Hut abgenommen. Was wir uns bestellt haben, oder was Tina sich bestellt hat, ist erstmal zum Warmwerden ein Touri-Cocktail. Also ein Cocktail in the Boots. Ich zeige euch den gleich, wie Tina den trinkt. Der sieht sehr interessant aus und du kannst natürlich den Becher behalten. Ist das Plastik? Ja, Ja, ist Plastikgut, natürlich. Wir sind in Amerika. Ich habe mir ein hausgemachtes Blond Lager bestellt. Ja, das ist, wie gesagt, Schaumkrone ist nicht so das Ding hier der Amis, ne? Aber es schmeckt lecker. So, was wir noch bestellt haben, sind frittierte Pilze. Fried Mushrooms als Vorspeise. Und Tina und ich, wir haben beschlossen, wir teilen uns so ein Steak. Wir sind ja auch ein bisschen älter, ne? Weißt du, so ein Kilo Steak, jeder, das ist einfach auch... Weißt du, eine Box können wir nicht mitnehmen, weil morgen sind wir wandern, ne? Also teilen wir uns so ein Steak mit 2 Beilagen und dann soll das auch reichen.
Ich sage nur ungern, aber es wird spannend. Es macht einer die Challenge. Ihr dürft dabei sein. So, hier ist es, der Double Duke Cut. Gut, dass wir das teilen. Das würde ich alleine nicht schaffen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ihr wisst ja, ich bin 82 Jahre. Was ja auch geil ist, die haben gebrandete Einweg-Servietten. Ja. Ich sag wie das ist, ne? Aber der Typ, ich glaube, der schwächelt schon. Was haben wir, 10 Minuten? Ich bin mir nicht sicher, aber der ist mehr mit seinem Handy beschäftigt, also mit seinem Cellphone, wie wir hier sagen, ne, in Köln, als mit seinem Fleisch. Ich bin sehr gespannt. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Ich sag mal, das wird eng für den Kollegen, weil der hat zwar mit dem Fleisch gut Fortschritt gemacht, aber es ist noch genug Fleisch auf dem Teller und die Beilagen, die sind die weg. Ich würde sagen, die Pommes sind noch voll, aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er das schafft, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich immer ein Optimist, ne? Aber bei dem Kollegen, das wären 70 Bucks. Kleiner Fun-Fact für euch, wir haben die Kellnerin gerade mal gefragt, irgendwie, was sind denn so die Chancen hier überhaupt zu gewinnen, und sie sagte ja, 10% der Teilnehmer hier schaffen das, und soll ich euch was sagen, die meisten Gewinner hier im Big Texan in Amarillo, Texas sind Frauen. What? Ja, jetzt werdet ihr sagen, what the... Ja, aber die Kellnerin sagte, 10% gewinnen und davon sind die meisten Frauen. Die verpacken irgendwie mehr. Also Männer, was ist denn los mit euch? Strengt euch mal an. Hier, vergesst mal die Glutenunverträglichkeit. Haut rein, Steaks ist angesagt. Noch ein Fazitvideo hier drehen. Wie ist das Fazit? Big Texan, große touristische Attraktion, oder? Große touristische Aktion und Du musst aus dem Licht gehen. ja, es ist immer noch sehr warm. War sehr lecker, sehr gutes Fleisch, hat Spaß gemacht und ist halt eine Touristenattraktion. Ne? Da muss es schon einmal gewesen sein, einmal. Ich denke auch, einmal reicht. Also wir waren ja zu dritt. Ne? Meine Tochter seht ihr ja nicht, ne? Aber die hat natürlich mitgegessen. Wir haben jetzt 170 US-Dollar bezahlt, ne? Für Fleisch und Getränke und eine kleine Vorspeise. Also ich finde, der Preis ist okay, ne? Für 3 Leute, was wir gegessen haben. Aber es ist jetzt auch nicht billig Fleisch, ne? Für das, was man da kriegt. Ne? Aber ich meine, ich habe einen Becher mitnehmen dürfen, hier, den Boot. Das war allein schon... Den Boot-Cocktail im Plastikbecher. Das ist doch niemals Glas. Nein, aber cool. Wenn du den einmal spülst, ist der, glaube ich, kaputt, Deswegen oder? spiele ich den mit der Hand. So, wir gehen zurück ins Hotel und dann geht's morgen in den Palo Duro Canyon. Yes. Und du hast einen Plan. Ich habe einen Plan. Das ist eine sehr ungewohnte Videoeinstellung, die wir hier haben, aber wir sind echt im Arsch, würde ich sagen. Ja. Heute um 5 Uhr sind wir losgefahren. Und dann sind wir wie viele Stunden? 7,5, fast 8 Stunden sind wir gefahren. Also mit Pipi-Päuschen. Und wenn ihr 2 Damen an Bord habt, so wie ich, dann, aber waren nur 2. Waren nur 2. Das war okay. Also wir sind wirklich ein bisschen fertig und so sehen wir auch aus. Ne? Also jetzt hier ohne Filter, ne? Den André und die Tina mal. Wir gehen jetzt in die Haie. Wir gehen jetzt in die Haie. Und wenn ihr im Hintergrund hört, das ist Spanisch, weil die spanischen Sender, die übertragen die Fußball-WM live ohne Gebühren. Ja. Darum gucken wir gerade Brasilien gegen Haiti. Dann wisst ihr ungefähr, dann wisst ihr ungefähr, wie spät es jetzt ist. Ja, was haben wir heute gemacht? Also habt ihr ja gesehen. Ne? Wir waren zuerst hier in dem Hotel, haben da eingecheckt. Ich habe ein bisschen gefilmt. Ich filme noch ein bisschen mehr. Dann sind wir zur Cadillac Ranch gefahren. Wie fandst du das? Also, ich wollte da immer hin. Ne? Ich wollte die ganze Zeit immer dahin und dachte so, mein Gott. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, das ist es? Ja, es ist klein. Das ist klar. Also ich habe ja gesagt, ich vergleiche das mit so einem TUI-Katalog. Ne? Ja. Weißt du, wenn du früher so, ich weiß, wir sind ein bisschen älter, ne? Also wir sind noch ins Reisebüro gegangen, haben TUI-Kataloge geholt und haben die durchgeguckt. Ne? Und dann guckst du dir natürlich die Bilder von den Hotels an. Und wenn du dann da bist, denkst du so,
Da hat der Fotograf aber sehr gute Kameraeinstellungen gehabt und das ist bei der Cadillac Ranch auch so, Ja. oder? Also wir haben auch ganz tolle Fotos gemacht und das sieht auch richtig toll aus. Aber es ist halt schon winzig gewesen. Aber nice. Hast du die Autos wirklich gezählt? nice. Wie viele Autos waren da? Ich glaube 6 oder 7. Ja, also mehr nicht, ne? 6, 7 Autos. Und ich muss sagen, das ist ein netter Gag, ne? Die Ja. Cadillacs da reinzuhauen, ne? Aber da war so viel Farbschicht drauf. Wir haben Pink genommen, ne? Ja. Und wir haben uns geärgert. Ja, weil Pink siehst du da nicht. Also da waren so viele andere Farben. Wir haben überall versucht, Germany drauf zu sprühen. Germany! Das hat auch geklappt, ne? Aber Ja. das ist, du musst schon dreimal hingucken. Also da ist so viel Farbe drauf. Der Kontrast ist gar nicht mehr Ja. da, ne? Durch die ganzen Farbschichten. Ja, also es ist kostenlos, ne? Da könnt ihr so hin. Darum, alles ist gut, ne? Da muss man mal hin. Ja. Die Sprühdose hat $7,90, glaube ich, gekostet. Habe ich ja gesagt im Video schon, Ja, ne? das ist okay. Das ist völlig okay so. Aber wir sind dann relativ schnell aufgebrochen und sind dann zur Route 66 gefahren. Ja, und es war irgendwie sehr ausgestorben heute. Es liegt daran, dass es heiß war Ja. und dass wir an so einem Nachmittag da waren, Freitagnachmittag. Also die Leute sind vielleicht noch bei der Anreise hierhin. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass Amarillo jetzt auch nicht so ein Highlight ist. Ne? Also wer auch immer sagt, Amarillo ist geil, ne? Amarillo ist nicht geil. Hier gibt es gar nichts. Nee. Aber Natur gibt es hier. Darum, das ist ja der einzige Grund, Ja. warum wir eigentlich hier sind. Ne? Genau, morgen der State Park und übermorgen der State Park. Genau. Also wir waren auf dieser Route 66, das ist so ein bisschen historische Route 66, die geht ja oben, wenn ihr guckt, das ist der Panhandle, das sieht aus wie ein Pfannenstiel, darum heißt er Panhandle. Da geht die Route 66 ein bisschen durch, da waren wir, da haben wir ein Bierchen getrunken, weil das wirklich sehr warm war. Aber das ist jetzt auch kein Tagesausflug, ne? Also ich meine, die Schilder wiederholen sich, oder? Ja, also was soll ich sagen? Es war nice, es war super süß. Also was ich ganz witzig fand, da war ein Restaurant oder eine Bar, die hieß Smoky Joe's und die spielt an auf das Sloppy Joe's auf Key West. Das ist genauso aufgebaut. Das ist ja ein Barbecue, ne? Aber wir haben dann nur ein Bierchen getrunken und sind von da aus dann direkt auch zum Big Texan. Und das habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Also ich meine, das stand auf der Bucketlist. Wir haben so eine Löffelliste. Ne? Also alles, was wir sehen, müssen wir, bevor wir den Löffel abgeben. Ne? Ja. So, und das rückt halt immer näher. Darum müssen wir uns ein bisschen sputen hier. Also Big Texan ist ganz nett. Ne? Ich meine, ihr kennt ja die YouTube-Videos, ne? Die da passieren. Die haben diese riesen Steak Challenge. Ne? Ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum, glaube ich, warum die Leute da eigentlich auch hingehen. Ne? Aber wie fandst du das? Also wie war die Qualität des Fleisches? Hervorragend. Fand ich auch. Also die Qualität des Fleisches war wirklich hervorragend. Also da muss ich wirklich sagen, ne, ich hätte jetzt so was erwartet, weißt du, so Phantasialand Steak-Ding, ne, irgendwie überpreist und überteuert. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, die Fleischqualität war exorbitant gut. Ja, wirklich. Wirklich richtig Für gut. den Preis, ich meine, wir haben uns ja was geteilt, ne? Ja. Wir haben irgendwie so ein Double-Cut-Ding genommen, Dallas Keine Ahnung. Double-Cut, keine Ahnung, das war egal, habt ihr ja gesehen, ne? So, und das waren halt 2 Fleischstücke, ne? Da haben wir knapp $60 für bezahlt, oder? Ja, irgendwie $55 oder so. Ja, also mega Fleisch, Mega. total gut. Super Die Beilagen perfekt, die Kellnerin war sehr, sehr nett. Ach, die war super. Wirklich Die gut. war so lieb. Würdest du nochmal hin? Nein, Nee, also aber ich- nur, ich will nicht nochmal dahin, nicht weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich das jetzt gesehen habe und Ja. die Checkliste so, zack. Weißt du, ich bin auch nicht der momentan jetzt immer wieder an einen Ort fahren würde. Den Ort habe ich jetzt gesehen, jetzt gibt es die nächsten. Bei Löffelchen, ne? So eine lange Löffelliste, wie wir haben, so wenig Zeit, wie wir noch haben, ist dann irgendwie, wie soll man das alles in unser Leben reinkriegen? Ja, das stimmt schon. Also das ist auch was, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn Leute immer wieder an den gleichen Ort fahren, ne? Weil das ist Gewohnheit und so. Ne? Aber weißt du verpasst halt so viel. Ne? Ich meine, die Orte, an denen wir waren, die haben wir wirklich gerne. Ne? Und, Oh, ich und die liebe leben in alle. unserer Erinnerung auch Ja. weiter. Ne? Aber, weißt du, die Welt ist halt noch größer und jetzt wird es philosophisch. Ne? Aber das liegt auch an der Zeit und ich bin auch echt müde jetzt. So. Also darum müsst ihr jetzt Philosophie hier ertragen mit uns. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Wir waren mal in New York. Und das hat mich wirklich geprägt. Da war ein Taxifahrer und der hat gefragt, irgendwie, ja, cool, wart ihr schon mal in New York? Und da habe ich gesagt, ja, klar. Sagte, ja, warum kommt ihr denn wieder? Ich sage, ja, weil wir das geil finden. Sagt er, ja, aber er versucht immer nur einmal dahin zu gehen und dann was anderes zu sehen. Ne? Und das fand ich, da hat er völlig recht. Ne? Also immer wieder an die gleichen Orte zu gehen und dann machst du keine neuen Erinnerungen. Ne? Du machst vielleicht ein bisschen neue Erinnerungen, aber die Erinnerungen, die machst du eigentlich, wenn du woanders hingehst. Das wird sehr philosophisch, oder? Sehr philosophisch. Ich lasse das trotzdem drin, ich schneide das trotzdem mit raus. Also, Fazit heute, das Hotel ist mega, ne? Das ist ein Familienhotel. Super schön. Also wirklich ganz, ganz klasse. Gut, dass ich das gefunden habe. Auf jeden Fall, also
Amarillo flasht mich jetzt nicht, aber wir gehen jetzt ins Bett, weil morgen früh gehen wir in den Palo Duro Canyon. Das ist ein State Park und das ist der zweitgrößte Canyon in den USA, hast du gesagt. Genau, richtig. Der zweitgrößte Canyon und die haben so einen Trail, der hoffentlich aufhat. Deswegen, wir wollen schon um 7 Uhr da sein. Verzichten hier sogar auf das Hotelfrühstück, was inklusive wäre. Verzichten wir darauf, damit wir pünktlichst um 7 Uhr am State Park Eintritt sind. Weil sonst sperren die nämlich die Trails, weil es zu heiß wird. Ne? Heute um 11 Uhr hast du gesagt, um 11 Uhr wurde heute der Lighthouse Trail gesperrt. Das ist so ein Moderator-Trail. Also was für Amis moderat ist, ne, ist für uns ein Pups. Ne? Sag das nicht, sag das nicht. Es sind sechs Meilen sind es. Wer die Alpen gewohnt ist zu wandern, ist das hier alles Kinderkacke. Ist schon mit Kraxeln und so. Und also Lighthouse Trail, weil da eine Steinformation aussieht wie ein Leuchtturm oder wie ein Piep. So, jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Ladies and Gentlemen, Teil 2 folgt. Bleiben Sie dran. Morgen geht's in die Natur. Wir gehen hiken mit euch. Gute Nacht. Im Panhandle. Good night. Good night. Guten Morgen, es ist 5:46 Uhr und es geht los. Wir fahren zum Palo Duro Canyon. Meine Tochter ist noch im Badezimmer und Tina hat sich schon hier einen Kaffee gemacht, weil ohne Kaffee Geht gar nichts. geht gar nichts. Ich brauche auch einen und wir packen noch ein bisschen Snacks und eine Menge Wasser. Ich bin gespannt, wie ich das alles schleppen soll, aber Wir sind jetzt zu dritt, ich kann ja auch was schleppen. genau. Bleiben Sie dran. Der erste Halt ist schon nach, ich würde mal sagen, 2 Minuten Fahrt hier. Hier gibt es direkt so einen Overlook. Und komm, sag mal ehrlich, ich meine, wir sind ja in Amarillo, ne? Und Amarillo ist keine Schönheit, ne? Aber irgendwie nur 20 Minuten von Amarillo findet ihr hier diesen Palo Duro Canyon. Ist ein State Park, ist kein National Park. Und ist der zweitgrößte Canyon in den USA nach dem Grand Canyon, richtig? Ja, genau. Und guck doch mal bitte, das ist so wunderschön. Jetzt haben wir noch Glück mit dem Sonnenaufgang, ne? Der frühe Vogel, das lohnt sich extrem. Der frühe Vogel fällt immer auf der Marmeladenseite. Ich meine, schaut euch das an, das sieht einfach nur toll aus mit der Sonne da. Ja, das ist schon sensationell. Echt Also es mega. lohnt sich immer früh aufzustehen. Wir sind hier am Visitor Center, das ist da unten. Gucken jetzt einmal rum und fahren jetzt zum Lighthouse Trail. Das ist ein Wanderweg, ja. Ja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne, oder? Nee. Auf geht's. Lighthouse Trail steht an und du hast zu Recht gesagt, gut, dass wir so früh da sind, ne? Ja, weil Parkplätze sind hier, ja, aber ich würde die Parkplätze vielleicht mal so auf maximal 40 schätzen, vielleicht 50. Das war's. Wenn Mehr voll Platz ist, ist gibt's hier voll nicht. und dann kannst du hier nicht wandern. Darum, Genau. wir haben uns, also ich zumindest hier, Wanderschuhe angezogen und ich habe einen 40 Kilo schweren Rucksack mit Getränken mit. Und wir gehen jetzt zum Lighthouse Trail. Viel Spaß. Und ist das anstrengend, mein Schatz? Nö. Nö, ne? Würdest du sagen, das kann jeder hier machen? Ja, Ja, finde ich auch. auch mit Kindern. Mit Kindern auch. Wir haben auch Familie schon gesehen hier, ne? Also klare Empfehlung, ihr braucht hier nicht super trainiert zu sein, um diesen Trail zu machen, wie das eigentlich immer so ist, ne? Also ich glaube, das kann man nicht mit so einer Alpenwanderung vergleichen, oder? Also ich weiß noch, als wir damals in Colorado wandern waren, da war ich fertig. Da war ich wirklich Ja gut, das am ist auch eine Ende. andere Höhe, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, das hier, wir haben mal nachgeguckt, der Peak ist 1100 Meter, oder? Ich glaube, es geht runter. Ich meine, Canyon ist ja runter, der geht ja nicht hoch. Der ist ja, Ja, aber die auf Google Maps, der Peak, die Angabe war 3300 Fuß oder sowas, ne? okay, das sind 1000 Meter. Ja. Boah, kann man gut machen. Nochmal die Warnung. Seid früh hier. Das wird heiß. Unterschätzt das nicht. Ziemlich schnell sogar. Ja.
Wir sind 3,95 Kilometer gelaufen und da wollen wir hin. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das sind die großen Leuchtturmformationen. Ich glaube, das ist das, was den Palo Duro Canyon ausmacht, beziehungsweise warum der Canyon bekannt ist. Da geht's hin. Ich würde mal sagen, noch 1,2 Kilometer. Geschafft, Ladies and Gentlemen. Es ist knapp 5 Kilometer, kann man sagen, ist die Strecke vom Auto bis hier hoch. Die letzten Meter waren noch mal richtig anstrengend, also so ein bisschen Gekraxel. Gut, jetzt kein alpines Gekraxel, aber ich habe schon gespitzt. Jetzt habe ich erstmal hier, zum Glück haben wir einen Kühlschrank mit. Ist auch geil, ne? Hier so einen Kühlschrank mitzuhaben, ist wirklich empfehlenswert. Eiskaltes Wasser da drin, das ist sehr wohltuend. Ja, Palo Duro Canyon, Lighthouse, das ist einer der Türme hier. Die liebe Tina, die macht da hinten Fotos. Da ist die Tina, die kann gerade nicht. Darum erzähle ich gerade ein bisschen was. Aber gehört ja dazu, ne? Ich meine, wenn man hier ist, dann will man natürlich das auch verewigen. Zweite Highlight hier ist Big Cave. Was ist Big Cave? Ich glaube, das ist eine große Höhle. Eine große, wir sind jetzt Höhlenforscher. Das ist ja der Kindheitstraum eines jeden Mannes. Meine Güte, er singt an Niveau. So, wir gucken uns eine Höhle an. Big Cave steht an. Also war irgendwie, 5 Minuten mit dem Auto in den zum nächsten Parkplatz hier. Und los geht's. Ist nicht ganz so lang diesmal. Tina, das ist mit Schlange stehen. Oh nee. Aber ich meine, das ist so schön hier. Natürlich wollen das viele Leute sehen. Ja, gut, dass wir den ersten Trail auch so früh gemacht haben. Oh ja. Weil das ist jetzt wirklich heiß und richtig voll. Der Ja. Parkplatz, der war gerammelt voll. Das stimmt. Das stimmt. Sogar auf der Straße haben die schon geparkt. Die Höhle war interessant. Ich fand die super. Also auf jeden Fall fand ich die Fotos, die ich daraus gemacht habe, super toll. Wir haben uns die Karte vorgenommen und haben festgestellt, es gibt ein Cowboy Dugout. Und wir wissen nicht, was das ist. Nö, Und darum keine Ahnung. schauen wir jetzt mal gemeinsam nach, was das denn sein kann. Ja. Es ist übrigens gerade 11:11 Uhr, Helau oder Alaf, je nachdem, wo ihr wohnt. Oder möge euch Wohlstand und Glück den Weg überkommen. Wie heißt das? Ich dachte, wir hätten gestern erst nur das Philosophische gemacht hier. Nein, immer. Immer. Ja, also ist über 30 Grad jetzt und ich bleib dabei. Es lohnt sich, früh zu kommen. So, Ja. Cowboy Dugout, was ist es? Bleibt dran. Okay, das Rätsel ist gelöst. Es ist ein Haus, wie es früher war, wo früher die Cowboys in der Prärie gelebt haben. Ja, was soll ich sagen? Manche Gartenhäuser sind größer. Ist auf. Oh mein Gott. Aber sie hat eine Fireplace. Krass. Ich habe so einen Hunger. Ich bin mega erschöpft. Wir sind, glaube ich, insgesamt heute 12 Kilometer gewandert mit richtig Klettern. Also das Klettern, das fand ich schon herausfordernd. Und vor allen Dingen, wenn du Höhenangst hast, dann ist das so ein bisschen gut, dass André dabei war und Anne. Die haben mir doch das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Deswegen jetzt Pizza. Yum, yum. Guten Morgen! Eigentlich sind wir schon auf den Heimweg wieder nach Austin in Texas, aber wir haben uns überlegt, wir nehmen noch mal einen State Park mit, und zwar den Cap Rock Canyons State Park. Cap Rock Canyon State Park heißt das Ding. Ihr seht, ich bin egal. Und der ist bekannt, weil hier laufen freie Bisons rum. Hier gibt es die größte Bisonherde der Gegend. Und Tina ist gerade drinnen und holt sich das Permit, weil das ein Statepark ist, müsst ihr ja Geld bezahlen, wisst ihr ja. Und ja, dann geht's los. Dann schauen wir mal, dass wir Bisons sehen. Und es soll hier Präriehunde geben. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Habt ihr schon mal Präriehunde gesehen? Nein, ich habe immer gedacht, die sind viel größer, aber das sind Präriehunde. Süß, oder? Wie gefällt uns denn dieser Park hier? Wir sind im Cap Rock Canyon und das ist
der Hammer. Also du könntest echt denken, du wärst in Arizona oder irgendwo in Utah. Aber es ist Texas und das ist, ich glaube, das habe ich schon zweimal gesagt, aber ich bin so excited darüber und ich freue mich voll und kann mir das gar nicht vorstellen, dass das Texas ist. Ich habe nachgeguckt, es ist der zweitgrößte State Park in Texas, habe ich glaube ich gerade im Auto schon mal erzählt. Aber, soll ich euch was sagen, auch hier ist es heiß. Ja, aber und hier ist so viel cooles Gefiechs. Also was wir schon hier an Gefiechs gesehen haben. Das ist unser persönlicher Game Drive, ist wie in Südafrika hier. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Bisons ein bisschen nah, aber ohne Klapperschlange wäre ganz gut. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal, euch eine zu filmen. Ihr seht ja hinten in den Bergen gibt es immer so weiße Schichten, ne? Und das ist das hier. Das hier. Das ist ja eine Mischung aus Salz, Granit und Gips und ist sehr weich und ist, ich sag mal, 580.000 Millionen Jahre alt. Also so alt wie Alten essen. Oh, das ist cool und das glitzert. Die Mädels unter euch, die verstehen, dass das glitzert. Wahnsinn, es glitzert. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg nach Austin in Texas. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben leider keine Bisons gesehen, aber Doch, haben wir. Von Weitem. Genau, wir haben ganz am Anfang von etwas weiter weg die Bisons gesehen und da habe ich gesagt, André, sollen wir die filmen? Was denn? Die 3 Punkte erkennt doch keiner. So, und dann waren sie weg. Die waren halt ganz weit weg und man hätte, glaube ich, wirklich nur so... Nein, wir haben gute Handys, die hätten wir schön nah ranholen können. Tja, Pech für euch, es gibt keine Bisons für euch zu sehen. Wir haben sie gesehen, aber jetzt wie so eine Kuhherde halt weit weg. So. Nichtsdestotrotz, uns hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich viel gesehen jetzt in den paar Tagen. Wir haben noch ungefähr 6 Stunden Autofahrt vor uns, sind noch 400 Meilen hier bis nach Austin. Und die genieße ich jetzt, durch diese unfassbare Landschaft hier zu fahren. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns hier so ein Follow da lasst, so ein Subscription, wie man sagt. Und kostet nichts, muss man auch sagen. Man muss ja immer sagen, kostet nichts. Es ist ein kostenloses Folgen. Also, welcher Idiot glaubt denn auch, dass man dafür bezahlen muss? Aber ist nicht schlimm. Also lasst uns mal ein Follow hier. Wir machen demnächst weitere Touren und nehmen euch natürlich mit. Alles klar, ihr Lieben. Vielen lieben Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Nämlich euer Support bedeutet uns alles, weil ohne das wäre das alles hier nicht möglich. Und ich freue mich. Wissen, wann Schluss ist. Wissen, wann Schluss ist. So, jetzt. tschüss. Ja.